Da ist er, der Lamborghini Urus von AutoArt. Ein krass teures Modellauto. Hat jetzt seinen Platz hier gefunden auf der Schlachtbank. Unglaublich aber warm. Erstmal habe ich gedacht, ach komm, rettest du den, verkaufst du wieder für dicke Kohle. Ja, aber da fällt mir ein, toll, dann schickst du ihn weg, dann brechen wieder die Spiegel ab und dann hast du Kleberflecke da. Nix da. Der wird zerlegt. So, hübsches Kärtchen. Ich hab ja schon mal ein Video gezeigt, präsentiert von diesem Modell. Da heißt es ja, warum kommt ein Modellauto auf den Schrottplatz? Habt ihr den ja schon ausführlich kennengelernt. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Eins vorweg, er ist aus Plastik. Und ich hoffe nur, dass der Unterboden keine Zinkpässe hat. Aber bis jetzt sieht es so aus, als wäre der Unterboden auch schon aus Plastik. Wir hatten ja gestern diese traumatische Erfahrung gehabt mit der S-Klasse, die auf einmal Zinkpässe im Unterboden hat. Da hat der AutoArt also richtig mal auf die Scheiße gehauen. Und so teures Modellauto von AutoArt und damit dick Zinkpässe drunter, ne? Überleg mal. Dann macht man die Scheiße schon aus Plastik und dann vergisst man den Unterboden vernünftig zu machen. Und ich bin mir schon fast hundertprozentig sicher, das wird nicht die letzte S-Klasse werden bei mir. Weil Zinkpässe ist nicht heilbar. Man kann nicht drüber lackieren, man kann nicht spachteln, nix. So, jetzt geht's los. Ich habe keine Ahnung, welche Schrauben ich jetzt hier gerade abmache, aber ich mache es ab. Immer noch fest. Der hat auch schon mal ziemlich viele Schrauben. Der hat bestimmt jetzt auch Gewichte drunter. Also, viele mögen den Urus nicht. Ich liebe ihn. Ich bin ja sowieso ein SUV-Fahrer. Und ich mag SUVs. Also mehr als kleine Sportwagen. Und daher habe ich halt ein Herz für sowas. Wenn ich irgendwann mal zu viel Geld habe, dann hole ich mir einen Urus. Ich denke mal, bis ich mir den leisten kann, das wird eh wahrscheinlich ein Oldtimer werden. Ich glaube auch nicht, dass der so wirklich günstig wird, er glaube ich nicht. Der Urus. Man sieht ihn zwar hier in Düsseldorf, sieht man den zwar noch ziemlich oft rumfahren, aber liegt aber auch daran, weil hier in der Nähe, ja nicht unweit von mir, ist eine Lamborghini-Niederlassung. Ich zerlege den gerade zum ersten Mal. Ich muss es. Aha. Oder so. Oh, die Felgen sind Hammer. Guck mal, selbst auf den Reifen steht Pirelli drauf. Schön. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Mir gefällt der richtig gut. Aha. Und bei der S-Klasse war das hier, das bisschen Metall, was er hat, mit Zinkpest. Und der nächste Fehler, was ich gefunden habe, ist, wenn man die hintere Tür öffnet, kommt das in Kontakt mit der vorderen Tür. Gut, bei Plastiktüren passiert jetzt nicht viel, da können nicht so schnell Lackschäden entstehen, aber es ist trotzdem doof, ne? Wären das nämlich Metalltüren und die würden sich berühren, dann würden natürlich irgendwann mal kleine Lackschäden entstehen. Hm? Ach, da ist noch eine Schraube. Wie viele Schrauben die da reingejagt haben. Ist hier an der Seite auch noch eine Schraube oder was? Tatsächlich. Mein Gott, da ist noch eine Schraube. Da. Und das ist diese kleine Kappe. Also ich vermute mal, da verbirgt sich jetzt noch eine Schraube. Ja, da ist die Schraube.
Da. Gut gemacht. Schon ewig keine Modellautos mehr gehabt, wo in der Seite noch eine Schraube versteckt ist. Aber so von den Detailreichtum ist dieses Modellauto natürlich eine Wucht, auch wenn er aus Plastik ist. So, jetzt müsste es abgehen. Da ist ja noch eine Schraube. Lecco mio. Hier hinter ist noch eine Schraube. Dafür muss man erstmal die hintere Stoßstange abmachen. Boah. Das ist mal Arbeit jetzt hier. Da, noch einer. Jetzt aber. Zum dritten Mal. Das ist meine Innenausstattung. Boah. Gute. Guck mal, auf allen Sitzen haben die Embleme drauf gemacht vom Lamborghini. Guck mal, selbst auf dem Navi-Display ist ein kleiner Urus zu erkennen. Ja, da. Das weiße Fleck da. Das ist ein Urus. Boah, geil. Der Motor. Motor muss aber eigentlich rausgehen. Ich hab den da abgeschraubt. Oh, geht doch. Obere Teil muss ich nämlich auch noch abmachen. Ich frage mich gerade, ob ich das Armaturenbrett abbekomme. Ja, ja. Sogar ganz easy. Da seht ihr den kleinen Urus. Geil, oder? Na gut, das Lamborghini-Emblem ist ein bisschen versetzt drauf, aber komm. So pingelig wollen wir jetzt auch nicht sein. Oh, guckt euch das hier an. Bedienteil hier. Geil. Also ich bin absolut geflasht von dieser Innenausstattung. Oh, schön. Allein das ist schon wohl so dekorativ, ey. Was ist das denn? So. Ich will mich ja gerade ein bisschen konzentrieren, weil ich versuche ja natürlich jetzt keine Schäden zu verursachen. Weil das Modellauto war auch für mich sauteuer. Ich habe dafür jetzt nicht irgendwie 5 € oder so bezahlt. Ich habe richtig Geld dafür hingelegt.
Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht was kaputt mache. Weil ich muss jetzt jedes Teil verkaufen, was ich abgebaut bekomme. Damit ich auf meine Summe komme. So. Also eigentlich zerlegt er sich einfach, wenn man weiß, wo die ganzen Schrauben versteckt sind. Ne? Das Kunststoff ist auch noch dankbar. Das heißt, ist nicht wie Resin oder so, dass schnell was jetzt kaputt geht oder so. Das heißt, man kann schon ein bisschen rabiater vorgehen, sage ich jetzt mal. Und da kriegt man keine Lackschäden auf die Schnelle rein. Oh, Mikroschrauben. Daran haben sie auch gedacht. Da braucht man Uhrmacherwerkzeug dafür. Das sind ganz kleine Schrauben. Und von diesem Lamborghini Urus habe ich sogar 2 Stück bekommen. Also den hier und noch einen. Ich glaube, bei dem ist auch alles kaputt. Also hier die Spiegel abgebrochen. Toll. Und hier macht es die eine Schraube nicht mit. Ne, die ist schon rund. Das gibt's doch nicht, oder? Oh Gott sei Dank gibt es hier noch die Alternative, die hier abzuschrauben. So. Oh, Schwein gehabt. So. Und hier Seiten. Oh, wie viele Teile das Ding hat. Wie lange es geht? Schon 13 Minuten und ich bin immer noch nicht fertig. Ja gut, aber ich gebe mir auch gerade ein bisschen Mühe, nichts kaputt zu machen. Ist mir denn überhaupt schon was kaputt gegangen? Nee, nix. Ich bin immer noch nicht bei den Scheinwerfern angekommen. Puh. So, das ist der Motor. Also bis jetzt zerlegt er sich echt erschreckend einfach. Das Einzige was ist, ihr müsst halt sehen, wo die Schrauben sind, ne? Aber ansonsten muss ich ehrlich zugeben, das geht echt gut. Oh scheiße, das hätte ich gleich abmachen müssen. Da habe ich gedacht, ich mache das Rücklicht damit ab.
Aha, das gehört doch zum Rücklicht. Guck mal, das Inlet, das ist einfach nur reingemalt. Das Lamborghini-Emblem kriegt man auch ab, cool. 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 Oh, guck mal, die Antenne noch. Also das Modellauto ist auf jeden Fall teilemäßig sehr ergiebig. Für mich als Teilehändler natürlich Gold wert, ne? Antenne. Lecco mio, der war gut, ey. Davon könnte ich ruhig gern mehr haben. So ergiebig wie der ist. So, klar, schade, dass AutoArt jetzt hier so Plastikmodellautos produziert. Aber auf einer Seite ist das auch vielleicht ganz gut so. Klar, die Gewinnmarge ist natürlich höher für AutoArt, höchstwahrscheinlich. Vermute ich mal. Und ein Vorteil hat es, Lackschäden gehen nicht so schnell. Und Zinkpest frei, außer der Unterboden, der könnte von Zinkpest befallen sein. Ja, ansonsten, ja, feinere Details kann man auch machen mit dem Kunststoff, ne? Sauberer lackieren und allem drum und dran, man sieht die Konturen besser, hier von den Spaltmaßen her und so alles, ist alles ein bisschen besser. Tolles Modell, auf jeden Fall sein Geld wert. Preislich liegt dieses Modell so zwischen 150 bis 300 Euro. Ist er auch wert. Auch wenn es aus Plastik ist, hört sich krank an, ist aber so, das Ding ist wirklich das Geld wert. Es ist wirklich ein schönes Modell. Allein die Innenausstattung, das Armaturenbrett, die Felgen, die Millionen Details, das das Ding hat, geil. Einfach nur geil. Das ist echt ein schönes Auto. Modellauto. Und definitiv wird der hier noch teurer werden. Das heißt, der wird irgendwann mal auch vielleicht mal 300, 400 Euro kosten. Nur das dauert erstmal noch ein bisschen. Ne? So schnell geht es jetzt auch wieder nicht, aber erstmal kostet er zwischen 150 bis 300 Euro. Und ich würde euch den wärmsten empfehlen. Alternative zu diesem AutoArt Urus gibt es noch, meine ich, GT Spirit hat glaube ich noch einen. Und natürlich MCG mit diesem Concept Urus. Ne, der sieht ein bisschen anders aus, hat schmalere Spiegel und so ein Schickschnack. Aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der hier absolut unantastbar. So, danke fürs Zugucken. Das war's. Schlachtnacht ist vorbei. Ich denke mal, morgen geht's weiter. Viel Spaß und bis demnächst. Ciao, Freunde.